Hallo meine Freunde, schaut mal, was mir zugelaufen ist. Das ist ein Golf 4 Cabriolet. Das Golf 4 Cabriolet basiert eigentlich auf Basis des Golf 3, hat schon ein paar Designteile vom Golf 4. Da das Auto natürlich nicht mehr das Neueste ist, gibt es ein paar Dinge zu reparieren. Das heißt, es gibt jetzt einige Videos zum Golf Cabriolet. Unser erstes Video beschäftigt sich mit dem Wechsel des Zahnriemens und der Keilriemen. Wir beginnen mit dem Abklemmen der Batterie, weil es kann nie schaden, die Batterie bei sowas wegzumachen. Wir trennen einfach zu viele Sensorkabel. So, und dann sichern, dass er nicht wieder zurückrutscht. Die ganze Zahnriemenparade befindet sich hier auf der rechten Seite des quer eingebauten Motors. Das heißt, wir müssen hier mal etwas Platz schaffen. Wir beginnen mal mit den Luftschläuchen am Filtergehäuse. Also erstmal den großen schön weit aufmachen. Die Klemme muss zurück und dann können wir den schon mal abziehen. Wenn wir Schläuche wegnehmen, Tipp von mir, schreibt immer drauf, wo sie hinführen. Dann gibt es nachher nicht so ein Gesuche. Dann zieht er den oberen Schlauch hier vom Luftfiltergehäuse ab. Den könnt ihr hier unten noch aus dem Halter nehmen und dann liegt der hier auf der Seite vom Auto, liegt der gut. Die gleiche Nummer mit dem unteren Schlauch. Den Schlauch machen wir auch gleich noch weg. Auch wieder ziemlich weit die Klemme auf, weil die muss hinten über den Hals geschoben werden. Wenn sie drüber passt, ist gut. Das Gehäuse selbst sind die klassischen Klammern. Eine ist hier, die andere sitzt auf der anderen Seite. Und dann geht es schon raus. Jetzt haben wir hier nur noch das Kabel. Stecker vom Mengenmesser müsst ihr hier die Rastnase ziehen, dann geht er auch runter. Die kann man nicht verwechseln, ist also weniger kritisch. Danach könnt ihr den Luftfilter abziehen. Jetzt machen wir den Schlauch von der Warmluftzuführung weg. Also das läuft dann, die Luft läuft hier durch, wenn der Motor noch kalt ist. Unten am Gehäuse sind solche lustigen Gummis. Wenn sie noch elastisch sind, ist gut, wenn nicht, könnt ihr euch gleich neue kaufen. Wenn die Gummis mal lose sind, könnt ihr versuchen, das Gehäuse langsam, da haben wir noch den Stutzen, machen wir den noch weg. Die Klemme, Gehäuse, so langsam raus. Jetzt haben wir Platz. Der Ansaugschlauch hat hinten an der Drosselklappe ziemlich genau im Gaszug eine weitere Schelle. Die machen wir auch auf. Wenn ihr Fingernägel an den blöden Steckern brechen wollt, fahrt ihr hier bis unter die Raschzunge und dann gehen die Dinger runter. Gut, den kann man jetzt nicht verwechseln, den brauchen wir nicht beschriften. Hier sind diese blöden Schellen drauf da, die man spannen muss und dann gespannt halten. Da nimmt ihr am besten so eine Zange dafür, die passt dann ganz genau. Drückt man hier drauf, jetzt ist die Zange eingerastet. Jetzt sollte es eigentlich runtergehen. Okay, und wir haben den Schlauch. Wenn wir das ganze Zeug mal weg haben, sieht man jetzt die ganze Riemenparade. Also erst der Äußerriemen und dann der Riemen vom Generator. Jetzt gehen wir nach unten und montieren diese ganze Riemenparade ab. Die Riemen haben unten so eine Plastikverkleidung, die war früher schön mit 3 Schräubchen fest. Leider hat sie jetzt 2 von diesen blöden Blechklammern. Klammer sitzt hier oben und ich biege mit dem Schraubenzieher jetzt die Zungen weg. Wenn ihr die Zungen weg habt, könnt ihr das Ding von unten abhebeln. So, die gleiche Nummer nochmal mit der vorderen. So, wenn ihr mal genügend habt, kann man die Klammer rausmachen und hier vorne ist die Verkleidung nur noch gehakt. Als nächstes machen wir nun die Servopumpe lose. Erstmal hier an der Verstellung, dann oben die Achse und zum Schluss das Stellglied. Das reicht schon. Die Achse der Maschine hat die lustige Schlüsselweite 16. Braucht auch so eine Verlängerung, kommt man natürlich wie immer bei VW klasse bei. Auch hier reicht es wieder ein bisschen öffnen, nur so, dass ich die Maschine drehen kann. Jetzt kann sie sich hier im Langloch und oben an der Achse drehen. Wir machen den Hauptmechanismus auf.
Hier geht es dafür wieder in 13 weiter. Da müsst ihr mit dem 22er gegenhalten. Mit dem 22er stellt man nachher auch die Spannung ein. So, wenn der los ist, kann man jetzt hier die Servopumpe auf die Seite kurbeln. Dann könnt ihr den Riemen abnehmen. Die gleiche Nummer mit dem Riemen für die Lichtmaschine, da sitzt aber die Achsschraube oben. Das ganze Zeug bleibt drauf, muss ich nur drehen können. So, hier ist der Stellmechanismus. Die Schraube für die Arretierung sitzt da hinten. Machen wir die mal langsam lose. Schon. Jetzt ist das Spannelement frei. Wenn man jetzt hier auf die Lichtmaschine drückt, spannt sich der Spanner und der Riemen wird lose. Ich stelle mich jetzt mit dem ganzen Körpergewicht drauf und in dem Moment macht der Helfer unten die Schraube wieder zu vom Spanner. Wenn die Lichtmaschine unten blockiert ist, könnt ihr jetzt am großen Rad den Riemen runterlupfen. Und wir haben den Riemen. Gut. Als nächstes können wir jetzt an die Verkleidung des Zahnriemens ran. In der oberen Verkleidung hängen noch die Benzinschläuche, die würde ich gerne angeschlossen lassen. Und dann hat er hier zwei Blechklammern. Eine und noch eine. Und dann könnte der obere eigentlich schon rausgehen. Tut er auch mit ein bisschen Gefummel, kriegt man den oberen runter. Den Schlauch für die warme Luft machen wir jetzt auch noch komplett raus. An Verkleidung müssen erstmal die ganzen Riemenscheiben runter. Und da haben wir jetzt das Problem, dass wir die blockieren müssen. Das ist ein 19er Vielzahn, also eine 12-Kant-Nuss. Ich habe sie hier auf dem Hebel und lasse gerade auf der Antriebswelle. Und hier drin sind 6er Imbusschrauben. Und schon ist sie offen. Geht normal viel schwerer. Und die nächste. Den Motor so im Uhrzeigersinn eine halbe Umdrehung durch. Dann kommen wir nämlich an die anderen Schrauben dran. Nachdem wir die Schrauben an der Riemenscheibe gelöst haben, ist es Zeit, das Fahrzeug auf OT zu stellen. Wenn man das Nockenwellenrad anschaut, gibt es hier eine Markierung, einen Zahn in der Mitte. Links steht O und rechts steht T und das ist die OT-Markierung. Links oben an der hinteren Verkleidung ist ein Pfeil und genau dort muss die Maige stehen. Jetzt dreht er den Motor gemütlich durch, bis ihr kurz vor der OT-Maige seid. Das ist die Kompression, da gibt es immer einen Schwung, bis ihr da drüber seid. Kurz vor der OT-Maige, so ungefähr am T, hört er auf. Eine präzisere Markierung für die Kurbelwelle findet ihr auf der anderen Seite des Motors an der Kupplungsglocke. Dort gibt es einen grünen Einsatz mit einem schwarzen Stöpsel. Jetzt könnt ihr den ziehen. Allerdings werdet ihr feststellen, man sieht immer noch nichts. Dieser Einsatz muss ganz raus, sonst sieht man gar nichts. Allerdings haben wir jetzt ein Problem. Der Einsatz hat einen 27er Imbus. Jetzt bin sogar ich an meinen Grenzen. Deswegen habe ich mir dieses Werkzeug gebastelt. Das ist eine Achsschraube, die hat hier 27 und an zwei Muttern drehen wir die. So, und mit dem Werkzeug kriegt er dann diesen Stöpsel rausgedreht. Der hat tatsächlich ein Feingewinde. Also manchmal frage ich mich, was die Idioten konstruieren. Hätte man dann auch einen Außensechskant drauf machen können. Jetzt seht ihr, da ist ein Pfeil am Gehäuse und auf dem Schwungrad ist eine Maige. Und die müssen treffen, so wie es im Bild ist. Und jetzt seht ihr, die Maige steht genau am Pfeil. So, wenn alles mal auf OT steht, können wir auch die Riemenscheiben komplett abnehmen. Wir haben jetzt sehr lange Imbusschrauben. Vier Schrauben sind es insgesamt. Wenn ihr die vierte mal habt, fallen beide Scheiben zusammen. Und dann sind wir auch an dem unteren Teil des Zahnriemens, der hier von der Kurbelwelle angetrieben wird. Der untere Teil der Zahnriemenverkleidung hat jede Menge unterschiedliche Schrauben. Wir beginnen hier, die hat einen 10er Kopf, so ein Sechskant.
Schraube ist die hier. Die hat einen 6er Imbus und sitzt. Bist du nicht willig, so probiere es mit Gewalt. So, mit viel Gewalt kriegen wir auch die auf. Eine weitere Schraube ist hier unten, ziemlich direkt am Rad an der Kurbelwelle. Die hat jetzt aber einen 5er Imbus. Dafür geht sie leichter auf, ist auch mein Vorteil. Eine weitere Schraube der Verkleidung sitzt hier oben über dem Zahnrad. Auch die hat einen 5er Imbus. Wir halten es an der einen Imbusschraube fest und drehen die andere, kriegen wir zumindest mal eine raus. Mit der zweiten können wir die gleiche Nummer probieren. Auch die hat sich ergeben, haben wir schon mal 2 Hausen. Jetzt könnt ihr die 2 Löcher mit dem Mutterdreher festhalten und die dritte Schraube aufmachen. Kriegen wir das Rad raus. So, wenn das Rad weg ist, dann klappt es auch mit der Verkleidung. Dieser Motor hat jetzt noch eine Besonderheit, und zwar dieses Zahnrad treibt eine Zwischenwelle an, die auf der anderen Seite des Motors den Zündverteiler antreibt. Das heißt, auch hier muss die OT-Maige stimmen. Hier steht zwar OT auf dem Zahnrad, nur fehlt auf der hinteren Verkleidung jegliche Maige dazu. Sehen wir uns die Position dieses Zwischenzahns hier mit dem roten Punkt auf der hinteren Verkleidung. Das ist also genau, hier muss OT stehen. Wenn er diese Maigen vergisst, ist auch nicht schlimm. Auf der anderen Seite des Motors sitzt ja der Zündverteiler. Wenn er die Kappe abnimmt, unter der Kappe ist auch nochmal eine Markierung am Finger. Idealerweise geht die Motorstütze ja durch den Zahnriemen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, dass wir den Motor mal aufhängen und die Motorstütze ausbauen. Wir hängen den Motor auf einer Brücke hier auf, deswegen muss der Gummipuffer hier weg. Ich habe mir so eine Brücke damals noch selbst gebaut, könnt ihr natürlich wie heutzutage alles in China kaufen. So, und jetzt gehen wir mal ganz vorsichtig ein klein bisschen auf Zug, nicht allzu hoch, weil wir wollen den Motor ja nicht anheben, der ist noch festgemacht, sondern nur lose machen. So müsste eigentlich ganz gut sein. Können wir die erste Schraube aufmachen, ihr seht, die sind immer ganz gemütlich zu. Das merkt ihr auch gleich, wenn die freigängig ist, hängt der Motor in der richtigen Höhe. Dann machen wir die karosserieseitigen Schrauben des Lagers auf. Auch hier merkt ihr wieder, dass wir keinerlei Spannung drauf haben. Das heißt, der Motor hängt in der richtigen Höhe. Und dann könnt ihr das Lager einfach so rausnehmen. Die Spannrolle ist hier mit dem 6er Hüterchen, also 10er Schlüsselweite fest. Die machen wir erstmal lose. Jetzt müssen wir die Stellschraube aufmachen, die hat einen 50er Torx. Jetzt ist die auch auf. Okay. Jetzt kann man den Zahnriemen komplett darüber stellen. Sichern wir das auf der Stellung, jetzt ist der Riemen los. Dann können wir den Zahnriemen langsam von allen Rädern abnehmen. Den Riemendämpfer wechseln wir natürlich auch. Der hat hier unten eine Schraube 10er Schlüsselweite und die andere sitzt da hinten im Heck. So, jetzt können wir den rausnehmen. Und wir haben das ganze Element. Denken wir. Das Ding hängt da oben nochmal, also muss das Mütterchen hier auch runter. Dann könnt ihr den komplett abnehmen. So, wir müssen jetzt die alten Schrauben genauso ummontieren, wie das ist. Also hier habe ich den neuen Zahn schon bereitgelegt. Jetzt hier kommt die Torx-Schraube rein. Und dann kann man hier wieder einstellen. Neue Rolle, neuer Dämpfer. Setzt das einfach wieder auf den Stehpulsen hier.
Dann können wir gleich die Unterlagsscheibe reinsetzen und eine neue Sicherungsmutter. Die muss natürlich temperaturfest sein und die Orientierung müsst ihr auch beachten. So, dann schauen wir mal, dass wir da unten auf die richtigen Schrauben kommen. Die zweite ist da hinten im Eck. So, jetzt bin ich oben, ihr seid unten und wir ziehen die Schrauben mit 10 Newtonmeter fest. Dann schauen wir mal, ob wir das Monster drauf kriegen. Den haben wir schon beliebig verstellt. Wenn der Zahnriemen über allen Zahnrädern drüber ist, schaut, ob die Marken stimmen. Also die rote Markierung am Zwischenwellenrad fluchtet. Hier ist es eigentlich am sensibelsten, weil die verdreht sich ganz leicht. Die könnt ihr mit einem kleinen Finger drehen. Die Marke OT ist immer noch rosa Pfeil. Hier habt ihr es aber schwerer, die Nockenwelle zu verdrehen. Machen wir mal die fest, dass sich gerade noch alles dreht. Jetzt seht ihr hier 3 Positionen. Das ist die Nullposition. Der andere Zahn ist, wenn er komplett ausgefahren ist. Der ist hier. Und wir müssen den Spanner jetzt so einstellen, dass er auf dem mittleren Zahn sitzt. Spannung erfolgt nun in 2 Schritten. Im ersten Schritt zieht er die Dämpfungsfeder raus und macht da unten einen Klotz rein. Der hat so 15 mm. Jetzt ist der Dämpfer mal vorgespannt. Dann zieht er die Rolle hier so weit, bis die Passhülse in dem Bereich der 2 Maße steht hier und dann wird es mit der Torx-Schraube festgezogen. Wenn ihr die Schraube mal leidlich angezogen habt, könnt ihr jetzt hier wieder reingreifen, ein bisschen weiter spannen, dann geht der Klotz raus. Und jetzt stellt sich der Dämpfer hier automatisch auf seine Entfernung ein. Seht ihr, das jetzt funktioniert? Der ist mittel im Regelbereich. Jetzt drehen wir den Zahnriemen mal durch und kontrollieren mal alles. Wir können diese automatische Methode ja mal mit der alten Fingerprobe vergleichen. Das sind genau die 90 Grad, wo ich bei den manuellen Rollen immer mache. Jetzt drehen wir den Motor mal durch. Wir haben den Motor jetzt zweimal durchgedreht. Die Markierungen stimmen alle. Der Dämpfer hat noch ein bisschen nachgegeben. Wir stellen ihn nochmal etwas schärfer ein. Die mittlere Blechkante hier genau an der Kante von dem Dämpfer steht. Jetzt sind wir richtig. Dann zieht er die Zentralschraube mit 10 Newtonmeter an. Also hier. Problem ist, wenn ich jetzt versuche, die Schraube anzuziehen, läuft man das die ganze Zeit weg. Man hat hier fast so gut wie keine Möglichkeit gegenzuhalten. Zum Gegenhalten eignet sich das Motorlager oder der Träger vom Motorlager. Den kann ich hier dann schon mal anbringen. Allerdings sollte ich den jetzt hier mit 2 Schrauben fixieren. Die obere kann bleiben, die untere müssen wir nachher wieder rausmachen. Da kommt nämlich noch die untere Verkleidung drunter. Den oberen können wir jetzt schon mit 20 Newtonmetern anziehen. Hier an dem Halter können wir jetzt einen Schraubenzieher gegensetzen. Jetzt können wir auch richtig schön die Stellschraube festziehen. Bei der unteren Zahnriemenverkleidung müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Da ist nämlich eine lustige Schraube dabei. Die Schraube oben, die den 6er Imbus hat, gehört nämlich noch zum Motorhalter. Die wird nachher mit dem ziemlichen Moment angezogen. Hier unten kommen die mit dem 5er Imbus rein und hier an der Stelle kommt der Spezialbolzen. Der Spezialbolzen kommt hier durch und von der Vorderseite ein Mittelchen drauf. Die anderen 2 kleinen Imbusschräubchen kommt eine hier und die andere ist hier unten am Eck. So, jetzt können wir die der Reihe nach anziehen. Die da oben bekommt natürlich relativ viel, weil da ein Motorhalter dran hängt. Die ziehen wir nachher von oben an, die kann ich schon mal von unten anziehen. Die bekommen 10 Newtonmeter.
auch noch ihre 10 und der Rest geht von oben. Dann der Spezialbolzen bekommt auch nochmal seine 10 und 10. Und die vom Motorenhalter bekommt 20 Newtonmeter. Diese Keilriemenscheiben unten, also für den Keilribbenriemen und für den Keilriemen, haben 2 Scheiben, die kann man nur in einer Orientierung. Seht ihr, das passen die Löcher nicht. Die gehen nur in eine Orientierung drauf. Die merkt ihr euch am besten gleich. Schraube durch. An der Scheibe ist auch eine Markierung und dafür gibt es einen Pfeil an der unteren Zahnriemenverkleidung. So, dann macht er gemütlich die Schrauben rein. Dann zieht er die Schrauben mit 20 Newtonmeter fest. Dann macht er das Rad auf die Wasserpumpe drauf. Wir haben die Wasserpumpe ja gewechselt. Brauchen wir natürlich auch ein neues Rädchen. Hat 3 Schrauben, können wir nichts verwechseln. So, dann zieht er die Schräubchen schön gemütlich fest. Raus. Nächste 2. Okay. Okay, dann zieht er die mit 20 Newtonmeter fest. Das alte Motorlager ist schön gerissen, also da müssen wir gleich ein neues verbauen. Dann kann das neue Motorlager wieder auf seinen Platz. Hier sind die 3 Bundmuttern. Die lassen wir jetzt mal lose, weil wir müssen ja die Zentralschraube noch reinkriegen. Dann setzen wir die Zentralschraube ein und wie vorher auch, die sitzt genau auf der richtigen Höhe. Das heißt, der Motor ist perfekt. Dann ziehen wir mal die ganzen Schrauben leidlich an. Dann können wir die Schrauben gegenüber der Karosserie anziehen. Die Schrauben gegen die Karosserie oder die Bundmuttern, die haben die Schlüsselweite 13, die bekommen 20 Newtonmeter. Die setzen sich ein bisschen, aber dann habt ihr die 20 Newtonmeter. Und auch hier haben wir die 20 Newtonmeter, jetzt kommen noch die hintere. Und 20 für die letzte. Zentrale Schraube mit ihrem 17er Kopf brauchen wir 45 Newtonmeter. Und dann ist auch die gut. Da der Motor jetzt wieder hängt, können wir auch die Brücke komplett entfernen. Dann können wir die Gummipuffer für die Haube wieder einsetzen. Wenn ihr die vergesst, kleppert so fürchterlich. Dann machen wir ein bisschen Glycerin drauf, dass die schön reinflutschen, die Keile. Dass dieser Keil hier reinrutscht. Das heißt, wir drücken den mit so einem Plastikwerkzeug auf der einen Seite runter. Und dann schieben wir von der anderen Seite nochmal nach, bis der unten ist. Jetzt sitzt der Gummi wieder so, dass wir nicht verlieren können. Der Riemen kommt über die Kurbelwelle. So, der Riemen kommt hier über die Kurbelwelle. Ihr müsst darauf achten, dass es wirklich in allen Rillen drin sitzt. Hier über die Lichtmaschine und die Dings wird nur parasitär mitgetrieben, die Wasserpumpe. Das reicht aber. So, jetzt können wir entspannen. Dann machen wir die Achse mal wieder ein bisschen gängig hier. Das reicht leicht und jetzt müssen wir das Spannelement unten aufmachen. Jetzt machen wir hier ganz langsam auf. Und jetzt spannt sich der Generator und wir sind drauf. Dann können wir unten mal die Stellschraube wieder sichern. Oben die Achse. Die Schraube hier bekommt 20 und jetzt müssen wir die Klemmschraube unten auch mit 20 anziehen. Und das ist die Klemmschraube auch mit 20. So, der Riemen sitzt wieder, hat seine richtige Spannung. Den Riemen aufzulegen, müssen wir die Servopumpe erstmal ganz zurückkurbeln, damit der Riemen auch passt. Legt er den Riemen über die 2 Räder. Das geht gerade mal so gut. So, jetzt fahrt er mal hin, bis die hier federt.
So, die offizielle VW-Vorschrift ist nun, dass man nur 4 Newtonmeter zieht mit dem Drehmomentschlüssel an der 22er und dann schraubt man fest. Dann bekommt die Schraube 20 Newtonmeter. Die Gegenseite bekommt auch ihre 20 Newtonmeter. Sie hat die lustige Schlüsselweite 16. Okay, und 40 Newtonmeter für die Achse. Servopumpe sitzt wieder, mit der Riemenparade sind wir dann soweit fertig. Weiter geht's mit dem unteren Teil des Luftfiltergehäuses. Das muss hier hinten in der Karosserie reinraschen. Dann müssen die 2 Beine stimmen und der Rest sind die Gummis vorne. Also das peigt das so ein. Und jetzt seht ihr, jetzt ist es überall fest. Das Teil wird mit diesen lustigen Gummilaschen festgemacht. Einfach unten drüber, oben drauf ziehen. Das war's schon. Dann kommt hier unten so ein kleiner Kunststoffstutzen drüber. Der hat hier ein Loch und unten dran ist eine Blechklammer, wo er verschraubt wird. Diese Schraube hatte beim Ausbau gefehlt, aber jetzt haben wir ja eine neue. Dann kommt der Schlauch für die warme Vorwärmluft drauf. Da müsst ihr aufpassen, dass ein bisschen gut drauf geht. Und hier auch schön drauf. So, die Klemmen leitlich fest. Müsst ihr aufpassen, das sind keine Hochdruckschläuche. Die müssen nur dafür sorgen, dass der Schlauch nicht abfällt. Das reicht dann schon. Das drückt er den kleinen Schlauch gleich durch. Und an der Vorderseite hat er auch nochmal eine hübsche Klemme. An der Stelle kommt der Luftfilter rein, dann nehmen wir natürlich einen neuen. Der kommt so rein, dass die Lamellen nach unten schauen. Da hinten ist noch so ein Kabel ein bisschen im Weg. Und dann müsst ihr schauen, dass der gut hier im Kunststoff drin sitzt, sonst passt der Deckel nachher nicht drauf. Das Oberteil mit dem Luftmengenmesser muss jetzt hier so ganz vorsichtig eingeschoben werden. Da ist wieder das Kabel da hinten im Weg, da müsst ihr aufpassen, das ist das Hauptproblem. Das hat er gar nicht fest gemacht und vorne hat er ja nur diese 2 lustigen Klemmerchen. Dann können wir den Stecker für den Luftmengenmesser gleich aufstecken. Okay, drauf ist er. Die Schläuche hatten wir ja zum Glück beschriftet, deswegen weiß ich jetzt sofort, das war der untere. Dann kommt der hier drauf, dann geht er hier, wird er eingeklipst und da unten hat er auch nochmal irgendwo eine Halterung. Die gleiche Nummer mit dem oberen Schlauch. Dann kann auch der Luftschlauch wieder dran. Der hat hier oben eine Nase, genau da muss er stecken. Und dann schrauben wir den zu. Natürlich nur leicht, das ist ja alles bloß Luft. Ein relativ harter Kunststoff, nur als Sicherung, dass er nicht runterfällt. Bevor wir an den großen Schlauch kommen, müssen wir an diese Klemme denken. Die können wir ja mit der Raschzange mal hier draufsetzen. Dann können wir den großen Schlauch von der Ansaugung einführen. Und der muss erstmal auf den kleinen hier drauf, sonst haben wir gar keine Chance. So, jetzt rutscht er auf den kleinen, dann auf die Drosselklappe hinten und vorne auf den großen. Schön zusammendrücken und jetzt können wir hier die Klemme festmachen. Fertig. Dann kommt der Stecker drauf und jetzt müssen wir noch an den Schlauch denken. Hier unten kommt ja noch das kleine Schläuchchen. So, dann kommen die Klemmen da drauf. Schellen. Ich mache die immer ganz gern an den Stellen fest, wo sie waren. Müsst ihr immer schauen, dass ihr gut in der Not seid. Dann können wir die Batterie wieder anschließen. Jetzt kommt der entscheidende Test. Okay, probieren wir unser Glück. Schauen wir mal, ob der Motor noch läuft. Wunderbar. Nachdem der Probelauf erfolgreich war, haben wir jetzt ein Problem. Die Verkleidung oben bekommt man nur drauf, wenn der Schlauch wieder runter ist. Also machen wir den Schlauch halt nochmal runter. Ist ja nicht viel Arbeit. Dann können wir auch nachher die ganzen Kabel noch richtig legen. Dann könnt ihr die obere Verkleidung jetzt auch wieder hier einschieben. Die wird ja einfach nur von oben drauf gesteckt. Ein bisschen Gefummel hier. Müssen wir den Benzinschläuchen vorbei halten.
Was sind wir noch falsch? Müsst ihr schauen, dass ihr richtig drin seid. Dann hat sie da oben 2 Klammern und das war schon. Jetzt können wir die ganze Schlauchparade hier auch richtig machen. Oberer Benzinschlauch, unterer Benzinschlauch und der kleine Schlauch hat hier auch noch einen Halter, damit der auch schön fährt. Dann kann der große Ansaugschlauch auch final rein. Wir sind jetzt im Prinzip fertig mit unserer Reparatur. Wenn wir fertig sind, können wir auch die Verkleidungen alle wieder reinmachen. Die hier kommt so rein und dann wird sie hier hochgedrückt auf die Stehbolzen. Richtig hochzuschieben, diese blöden Verschlüsse, nehme ich immer eine lange Stecknuss und damit gehe ich jetzt über den Stift drüber und drücke die jetzt einfach hier rein. Sitzt sie hier rein und drauf ist sie. Auch der Stöpsel an der Getriebeglocke, dieser unsinnige, kann wieder rein. Statt einen Teil zu machen, noch mit Feingewinde. So ist er wieder drin. Schwarzer Stöpsel rein. Für was der Innenstöpsel ist, habe ich nicht begriffen. Man sieht ja sowieso nichts. Ihr seht, auch die Zahnriemenreparatur hat wieder ihr Ende. Der Motor läuft wieder. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.